Irgendwann hört man auf, sich zu fragen, wann es besser wird. Nicht, weil es besser geworden ist, sondern weil man sich so sehr ans Warten gewöhnt hat, dass man vergessen hat, worauf man überhaupt gewartet hat. Du sitzt am Abend auf der Couch, schaust auf deinen Kalender der nächsten Woche und spürst nichts. Keine Vorfreude, keine Neugier, nur dieses stumpfe, leise Akzeptieren. Das ist kein Burnout, das ist etwas viel Subtileres und viel Gefährlicheres. Irgendwo zwischen dem Menschen, der du sein wolltest, und dem Menschen, der du geworden bist, ist etwas passiert. Kein dramatisches Ereignis, keine Katastrophe, kein klarer Wendepunkt. Es ist so passiert, wie Schnee fällt, so leise, dass man erst merkt, wie viel es geworden ist, wenn man plötzlich nicht mehr herauskommt. Und genau das ist die eigentliche Tragödie. Nicht das große Scheitern. Das kleine tägliche Verschieben des eigenen Lebens auf später. Denk mal kurz zurück. Nicht weit. Nur 10 Jahre. Was wolltest du damals? Und ich meine nicht die großen Träume. Die Villa, das Traumauto, der perfekte Körper. Ich meine das Gefühl, das du haben wolltest, wenn du morgens aufwachst. Die Leichtigkeit, das Gefühl von, ich lebe mein Leben, nicht, ich überstehe meinen Tag. Wann genau ist das verschwunden und warum hat es niemand bemerkt? Nicht mal du? Hier beginnt etwas, das die Psychologie seit Jahren kennt, aber kaum jemand ausspricht. Es gibt 2 Arten von Schmerz. Den Schmerz, den du siehst, ein Unfall, ein Verlust, ein klarer Einschnitt, und den Schmerz, den du nicht siehst, das stille, jahrelange Abdriften von dem Leben, das du eigentlich führen wolltest. Und der zweite Schmerz ist gefährlicher, weil er keine Wunde hinterlässt, die man verbinden kann. Er hinterlässt nur eine diffuse, schwer erklärbare Schwere. Eine Schwere, für die du dich irgendwann selbst verantwortlich machst, ohne zu wissen warum. Und jetzt passiert etwas Perverses. Weil du keinen klar benennbaren Grund für dieses Gefühl findest, beginnst du es zu rationalisieren. Du sagst dir, es geht mir gut, ich habe Arbeit, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich soll nicht undankbar sein. Und dieser Satz, ich soll nicht undankbar sein, ist einer der giftigsten Sätze, den ein Mensch sich selbst gegenüber sagen kann, weil er das eigene Erleben ungültig macht, weil er sagt, dein Gefühl ist falsch. Und wer jahrelang lernt, das eigene Gefühl für falsch zu halten, der verliert irgendwann den Kontakt zu sich selbst. Völlig und unmerklich. Die erste Lösung, und sie ist einfacher als du denkst, ist keine Veränderung des Lebens. Es ist eine Veränderung der Erlaubnis. Die Erlaubnis, das eigene Unbehagen ernst zu nehmen, nicht zu dramatisieren, nicht sofort zu handeln, nur ernst zu nehmen, weil jedes Gefühl, das du verdrängst, eines Tages lauter zurückkommt. Das ist keine Philosophie, das ist Neurobiologie. Doch da ist noch etwas, das wir verstehen müssen, und das trifft tiefer als alles, was bisher gesagt wurde. Das Leben, das du wolltest. Wann hast du es eigentlich zuletzt konkret beschrieben? Nicht träumerisch, nicht abstrakt. Konkret. Was wolltest du fühlen, wenn du aufwachst? Was wolltest du tun, wenn du frei wählst? Mit wem wolltest du Zeit verbringen? Und jetzt die eigentliche Frage. Die die meisten Menschen nicht stellen wollen. Hast du das je wirklich versucht? Oder hast du gewartet, bis die Umstände besser werden? Bis du mehr Geld hast? Bis die Kinder größer sind? Bis du mehr Zeit hast? Bis der richtige Moment kommt? Der Moment, der nie kommt, weil er nur existiert, wenn man aufhört, auf ihn zu warten. Man sitzt unter Freunden, amüsiert sich mit denen, sagt die richtigen Dinge und fühlt sich trotzdem wie hinter Glas. Präsent, aber nicht wirklich da. Das ist kein Charakterfehler, das ist kein Zeichen von Schwäche. Das ist das Ergebnis von Jahren, in denen der innere Kompass ignoriert wurde, zugunsten von dem, was funktioniert, was erwartet wird, was sicher ist. Und irgendwann zeigt ein Kompass, der zu lange ignoriert wurde, keine Richtung mehr an. Er dreht sich einfach nur noch. Ohne Ziel, ohne Norden. Nicht jede Erschöpfung kommt von zu viel Arbeit. Manche kommt davon, jahrelang ein Leben zu leben, das nicht das eigene ist. Und hier wird es psychologisch faszinierend.
weil das Gehirn etwas tut, das wir kaum verstehen. Es passt sich an. Es lernt, das falsche Leben als normal zu empfinden. Es hört auf zu protestieren. Es rationalisiert. Es schützt dich auf seine eigene perfide Art. Vor dem Schmerz der Erkenntnis, indem es dir sagt, das ist halt das Leben. So ist das für alle. Das ist normal. Aber Schmerz, der als normal eingestuft wird, verschwindet nicht. Er wandert nach innen und sitzt dort, leise, konstant, unsichtbar und kostet jeden Tag ein bisschen Energie. Energie, die du eigentlich für das Leben bräuchtest, das du wirklich führen willst. Die zweite Lösung liegt nicht in großen Entscheidungen. Sie liegt in kleinen Wahrheiten. Die Frage ist nicht, was muss ich in meinem Leben komplett verändern? Die Frage ist, was in meinem Leben fühlt sich seit Jahren falsch an? Und ich rede mir ein, es ist normal. Nur eine Sache. Nur eine. Denn wer eine falsche Sache benennt, beginnt zu sehen. Und wer zu sehen beginnt, kann navigieren. Und Navigation, nicht Revolution, ist der Anfang von Veränderung. Doch jetzt kommt der Teil, über den fast niemand spricht. Der unbequemste Teil dieser ganzen Geschichte. Du hast mitgemacht, nicht weil du schwach bist, sondern weil das System dafür gebaut ist, dass du mitmachst. Schule, Ausbildung, Karriere, Sicherheit, Rente. Die Gesellschaft hat einen sehr klaren Vorschlag für dein Leben. Und dieser Vorschlag ist nicht böse gemeint, aber er ist auch nicht dein Leben. Er ist ein Durchschnitt, ein statistischer Mittelwert von dem, was viele Menschen für vernünftig halten. Und du hast ihn vielleicht übernommen, weil er da war, weil er sicher wirkte, weil alle anderen ihn auch nahmen. Und irgendwo auf diesem vorgezeichneten Weg hast du eine Abzweigung verpasst. Nicht, weil du nicht aufgepasst hast, sondern weil niemand dir gesagt hat, dass du abbiegen darfst. Du darfst abbiegen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es fühlt sich für viele Menschen wie eine Erkenntnis an, die sie erschüttert. Das Verrückte daran: die Menschen, die am meisten funktionieren, sind oft die, die am weitesten von sich selbst entfernt sind. Die, die immer stark wirken, die alles hinkriegen, die nie klagen, die tragen oft die schwerste Last. Weil Stärke in unserer Gesellschaft bedeutet, nicht zeigen, was dich wirklich bewegt. Und wer jahrzehntelang nicht zeigt, was ihn wirklich bewegt, der vergisst irgendwann, was ihn wirklich bewegt. Das ist keine Metapher. Das ist ein messbarer psychologischer Prozess. Alexithymie nennt die Wissenschaft das: die Unfähigkeit, eigene Gefühle wahrzunehmen und zu benennen. Und sie ist erschreckend verbreitet, besonders unter Menschen, die nach außen hin alles im Griff haben. Morgens aufstehen, Kaffee, Termine, Mittagessen, das man kaum schmeckt, Meetings, Feierabend, der sich nicht wie Feierabend anfühlt, Abend auf der Couch, schlafen, aufstehen, wieder. Und irgendwann, an einem ganz normalen Dienstag, ohne besonderen Anlass, fragt sich jemand: Ist das alles? Nicht dramatisch, nicht mit Tränen, einfach so, leise. Und die Antwort, die aus dem Inneren kommt, ist erschreckend ruhig. Ich weiß es nicht mehr. Die dritte Lösung ist die mutigste. Und sie hat nichts mit Kündigen zu tun, mit Reisen, mit radikalen Schnitten. Die mutigste Lösung ist eine einzige, ehrliche Frage an sich selbst, gestellt, ohne sofort eine Antwort zu suchen. Was würde ich tun, wenn niemand zuschaut? Nicht, was sollte ich tun, nicht, was wäre klug, nicht, was würden andere von mir erwarten, sondern was würde ich tun, wenn die Meinung der anderen einfach nicht existiert? Diese Frage, ehrlich gestellt und ehrlich ausgehalten, ist der Beginn von allem. Sie öffnet eine Tür, die du vielleicht jahrelang geschlossen gehalten hast. Nicht, weil hinter ihr Angst war, sondern weil hinter ihr du warst, das echte Du, das unzensierte Du, das Du, das weiß, was es will und sich vielleicht ein bisschen davor fürchtet, es zu wollen. Und jetzt, ganz am Ende dieser Reise, eine letzte, sehr stille Wahrheit. Das Leben, das du wolltest, ist nicht verschwunden. Es wartet nicht irgendwo auf dich wie ein Zug, der abgefahren ist. Es ist noch da, in kleinen Momenten versteckt.
In dem, was dich aufleuchten lässt, ohne dass du es erklären kannst. In dem, was du tust, wenn du vergisst, zu kontrollieren, wie du wirkst. Das Leben, das du wolltest. Es zeigt sich manchmal für Sekunden. Und wenn du lernst, diese Sekunden zu sehen, dann lernst du auch wieder den Weg dorthin zu finden. Nicht auf einmal. Nicht perfekt. Aber echt. Und weißt du, was oft das Erste ist, das sich in einem Leben, das sich falsch anfühlt, anhäuft? Nicht die großen Dinge, nicht die Beziehungen, nicht die Karriere, nicht die großen Entscheidungen. Es sind die kleinen, unerledigten Dinge. Der Stapel auf dem Schreibtisch, die Briefe, die du nicht öffnest, der Papierkram, der seit Wochen wartet, weil unerledigte Dinge im Außen immer ein Spiegel für unerledigte Dinge im Inneren sind. Und was wirklich in deinem Kopf passiert, wenn du vor diesem Stapel sitzt und nicht anfangen kannst, das ist keine Faulheit, das ist Psychologie. Darum geht es im verlinkten Video. Schau direkt danach rein.